Aufnahme die zweite und damit Servus zusammen zum dieswöchigen Video. Ich habe jetzt schon einmal ein Video dazu gedreht, gerade vorhin, aber das ist wesentlich zu lang geworden. Wenn es jemand interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, dann werde ich das andere Video auch noch schneiden und hochladen. Aber ich werde jetzt das Ganze hier nochmal drehen. Worum soll es heute gehen? Ich möchte heute etwas machen, das es hier auf dem Kanal noch bisher gar nicht gegeben hat, und zwar ein Antwort-Reaktionsvideo, und zwar zu dem Video Hobbybudget in tollen Zeiten vom Weekend Wizard, das er vor ein paar Tagen veröffentlicht hat. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen das Video gesehen gehabt und es passt bei mir einfach aktuell zum Thema dazu. Daher habe ich mir da gedacht, ich werde da jetzt mal eine Videoantwort dazu machen. Grundsätzlich, ich fange mal von vorne an. Wie so viele andere von uns bin auch ich höchstwahrscheinlich, würde ich zumindest von mir behaupten, und vielen geht es wahrscheinlich genauso, ein Hobbyschmetterling. Ich habe über die doch mittlerweile über 20 Jahre Hobby recht viel Geld investiert und auch sehr, sehr viele Spielsysteme angefangen. Hat einfach bei mir den Grund, ich bin sehr schnell für etwas zu begeistern. Egal, ob das jetzt der Hintergrund für ein Spielsystem ist, irgendeine Regelmechanik, die ich so noch nie irgendwo gesehen habe, oder irgendetwas ähnliches, oder vielleicht auch das Design einer Fraktion. Und dann bin ich recht schnell auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen und mir da was zu kaufen und das System anzuschauen. Das hat natürlich dazu geführt, dass über die Zeit hinweg sehr vieles zusammengekommen ist an Material, was wiederum dazu geführt hat, dass vieles gar nicht zusammengebaut ist, dementsprechend das meiste auch nicht bemalt ist und eigentlich so sehr viele Projekte offen geblieben sind, die eigentlich nie fertig wurden, weil man immer nur ein, zwei Spiele gemacht hat und dann nichts weiter damit. Und so ist dann sehr vieles zusammengekommen über die Zeit, vor allem auch damit verbunden, dass ich grundsätzlich eine Person bin, die sich nur sehr schwer von Sachen trennen kann, wenn es vor allem ums Hobby geht. Ich habe in dieser ganzen Zeit so gut wie nie jetzt Sachen verkauft. Immer hier und da was, aber eben nicht so wie andere Leute, die dann sagen, okay, ich habe Spielsystem XY 3, 4 Jahre nicht mehr gespielt oder seit der neuesten Edition nicht mehr gespielt. Ich verkaufe die Sachen einfach. Das war bei mir nie der Fall. Und dadurch ist das halt immer mehr geworden. Und was mich eben da ein bisschen draufgebracht hat, war jetzt da schon vor über 1,5 Jahren der Umzug in die hier neue Wohnung, wo ich dann eigentlich gemerkt habe, wie viele Sachen ich eigentlich so habe, weil ich da eben schon vorab das ein oder andere irgendwo zwischenlagern musste bis zum Umzug, und so ist das Ganze dann eben entstanden und ich habe gemerkt, wie viel ich eigentlich an Sachen habe. Und da fing die ganze Thematik dann schon das erste Mal an. Ich sage es auch gleich, ich habe seitdem auch nicht wirklich viel mehr verkauft oder Sachen gemacht, aber da kam das ganze Thema schon ein bisschen mehr auf. Und ich bin glücklicherweise auch in der Situation, dass ich trotz auch von Weiterbildung in den vergangenen Jahren über die Zeit immer mal wieder nicht das Problem hatte, so sehr aufs Geld schauen zu müssen, sondern ich konnte mir Sachen halt recht einfach leisten, oder nicht unbedingt einfach leisten, aber ich musste nicht so sehr drauf schauen, und deswegen sind halt immer wieder neue Hobbysachen dazugekommen, die ich mir eben kaufte. So hat sich das eben dann immer weiter aufgebaut. Und dann eben dieser genannte Umzug hatte dann dazu das erste Mal geführt, dass ich mir etwas stärker dazu Gedanken gemacht habe, wieso habe ich eigentlich so viel Zeug, das ich dann nicht wirklich brauche, wieso verkaufst du das einfach nicht einfach? Und so ging das Ganze dann natürlich weiter, ist wieder in der Versenkung verschwunden, und es hat jetzt zwar nicht direkt was mit der aktuellen Situation bei mir zu tun, aber ich habe es dann natürlich auch gemerkt mit diesen ganzen Teuerungen, mit den Spritpreisen oder auch beim Einkaufen, dass man da doch wesentlich mehr Geld jetzt ausgibt als in der Vergangenheit. Denn ich habe das Glück, ich brauche jetzt nicht so häufig das Auto. Ja, ich fahre natürlich regelmäßig,
aber mein Fahrweg zur Arbeit ist ungefähr 10 Kilometer lang, eine Strecke, und mittlerweile seit ungefähr einem, ja, halben Jahr ungefähr ist es auch fix bei uns eingeführt, dass wir zum Beispiel auch ein paar Tage Homeoffice pro Woche machen können. Dadurch muss ich noch weniger fahren. Das hatte natürlich auch zur Folge, dass ich jetzt in der Vergangenheit der letzten Monate dementsprechend weniger getankt habe oder tanken musste. Und da hat es mich dann vor ein paar Wochen dann erwischt, als ich mal nach tatsächlich ein paar Wochen erst wieder tanken war und dann auf einmal das erste Mal über 2 Euro für den Liter gezahlt habe. Da habe ich dann mal geschluckt. Und das hatte das Ganze dann wieder so ein bisschen in den Kopf gebracht, jetzt nicht aufs Hobby bezogen, sondern allgemein. Und ich habe ein bisschen mehr darauf geachtet. Auch im Sinne dann beim Einkaufen gehen, und habe dann gemerkt, okay, wenn ich jetzt da so ganz normal den Wocheneinkauf mache oder so Wocheneinkauf, ich gehe meistens dann so regulär 2-3 Mal die Woche einkaufen, dann ist es schon ein bisschen mehr geworden. Also das habe ich schon gemerkt, weil okay, ich kaufe jetzt nicht so viele Sachen, da fällt es vielleicht nicht ganz so auf. Und das war noch im ersten Moment ganz okay. Dann habe ich aber etwas gemerkt bei mir, und zwar, da ich häufig auch so kurzfristig mal unterwegs bin und mir da dann kurz so Snacks hole oder einfach Sachen kaufe, weil man weiß, dass man eben nicht zu Hause ist, sondern den ganzen Tag irgendwo unterwegs, eben jetzt im privaten Umfeld, hat man, macht man jetzt keinen Wocheneinkauf, sondern einfach nur so Kleinigkeiten. Einen Snack, ein Sandwich, was zu trinken und so weiter. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, ich komme da sehr häufig jetzt da auf über 10 Euro. Das war nie der Fall. Das war halt früher immer so ein schnelles Einkaufen gehen, ein paar Euro weg, was man halt, und für die paar Sachen, die man da braucht, und das Thema war erledigt. Da habe ich eigentlich nie so wirklich drauf geachtet. Aber dann hat es angefangen jetzt in der letzten Zeit, dass das dann auf einmal doch regelmäßig über die 10-Euro-Marke hinaufgeschossen ist. Und das hatte das Ganze dann wieder ein bisschen so weiter befeuert. Und das Ganze ging halt dann auch in Bezug aufs Hobby dann weiter, wo ich mir dann auch wieder angefangen habe, Gedanken zu machen zu, ja, was brauche ich denn überhaupt? Denn ja, okay, ich weiß, ich bin ein Hobbyschmetterling, ich kann mich sehr schnell für Spielsysteme begeistern und bin auch bereit, dort Geld zu investieren. Fakt ist aber auch, ich habe über die letzten Jahre Geld investiert in Spielsysteme, die dann eigentlich kein Mensch spielt, oder dann, wo nur ein, zwei Leute angefangen haben, wo ich dann auch schon seit teilweise Jahren nach ein, zwei Testspielen kein einziges Spiel mehr gemacht habe. Und trotzdem, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe da wieder so eine Listenidee, da bräuchte ich vielleicht noch die Einheit oder das Modell dazu, hat man das halt irgendwann mal wieder auch mitgenommen. Und so ist dann wieder was dazugekommen ins Hobby, in die Sammlung, was auch bisher weder gebaut noch bemalt ist und natürlich bei Weitem nie gespielt. Und so ist es jetzt gekommen, dass ich mir jetzt davor mittlerweile ein paar Wochen etwas gesetzt habe für mich, um da mit diesem Thema ein bisschen besser umgehen zu können. Natürlich, wie gesagt, das ist jetzt da erst ein paar Wochen her, hat erst gestartet. Ich weiß, aktuell kann ich nicht sagen, wie sich das entwickeln wird. Was ich nur sagen kann oder was ich euch sagen kann, ist, was ich mir vorgenommen habe, und auf das möchte ich jetzt eingehen. Der erste Punkt ist das Thema Verkaufen von Sachen. Also wie ich vorhin sagte, also ich habe so gut wie nie Sachen bisher im Hobby verkauft, und wenn dann immer nur einzelne Sachen, aber nie gesagt, ein ganzes Spielsystem muss weg, weil das spiele ich eh nicht. Solche Sachen sollen sich ändern, und da habe ich jetzt angefangen, so kleinweise immer wieder zu schauen und Sachen zusammen auch zu gruppieren, die ich wirklich nicht brauche oder schon lange nicht mehr gespielt habe, und dann einfach zu schauen, ob ich diese Sachen dann irgendwie wegbekomme. Gestartet habe ich da jetzt dann mal mit so den ein oder anderen 40k-Sachen, die jetzt da in Foren unterwegs sind oder eben auch auf eBay. Und die Sachen müssen jetzt nicht unbedingt weg, aber wenn ich davon mal was wegbekomme, umso besser. Das ist der erste Punkt, und damit möchte ich weitermachen. Und eine zweite Sache, die sich natürlich erst klären muss, ob das Ganze dann so, oder zeigen muss, ob das Ganze so dann weiter funktioniert, ist in Bezug auf das Anschaffen neuer Sachen. Und zwar möchte ich mich da jetzt etwas mehr fokussieren. Ja, ich möchte auch weiterhin, weil ich persönlich für mich sage, ich bin ein
Spielsysteme-Sammler. Ich möchte weiterhin Geld investieren in neue Spielsysteme, die, wie vorhin gesagt, mich interessieren. Egal ob jetzt das Universum, eine Fraktion, irgendein Spielkonzept. Da bin ich dann bereit, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich kaufe mir die Regeln, ich kaufe mir vielleicht eine Startarmee oder etwas Vergleichbares, um dann einfach mal das Spielsystem mir anzuschauen und da mal reinzukommen. Gutes Beispiel ist hier Firefight von Mantic. Das Spielsystem ist in den letzten paar Wochen bei mir interessanter geworden, habe aber zuerst gesagt, okay, brauche ich nicht, eben auf den Bezug dieser neuen Regelung, ist nicht wirklich notwendig, war damit erledigt. Jetzt bin ich aber drauf gekommen, dass hier in der Umgebung doch ein paar Leute das Spiel spielen und auch angefangen haben, sich Armeen aufzubauen. Damit sind jetzt auf einmal Spieler da. Und das war dann für mich auch der ausschlaggebende Grund, wo ich jetzt hergegangen bin und gesagt habe, okay, ich investiere jetzt das Geld einmal für die 2-Spieler-Starterbox, weil diese einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr viel besser ist, als eben jetzt nur die Regeln alleine zu kaufen. Dadurch bekomme ich die Regeln plus noch 2 Starterarmeen. Das wäre mal das Paket, mit dem ich starte. Und dazu kommt eben noch, ich habe von den Enforcern, die eben dort in dieser Starterarmee drinnen sind, noch alte Figuren, die ich mir vor 5, 6 Jahren gekauft habe für ein anderes Projekt, nie verwendet habe. Die kann ich dort eben jetzt verwenden. Und damit sollte ich auf 1000 Punkte vielleicht auch mehr kommen bei diesen Enforcern. Okay, damit habe ich das Geld ausgegeben und das war es jetzt. Was ich mir dabei aber noch gedacht habe, und da geht das ganze Thema noch ein bisschen weiter, die Enforcer werden nicht meine Hauptarmee werden, sondern ich habe mir das, wie gesagt, gerade deswegen gekauft, die 2-Spieler-Startup-Box, aufgrund des besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses zum reinen Kaufen nur der Regelbücher. Dementsprechend musste jetzt eine Hauptarmee her. Und so bin ich dann eben hergegangen, habe mir bereits vorab die Regeln angeschaut, habe mir dort mal so wie ich spielen möchte, eine 1000 Punkte Armeeliste zusammengestellt für meine Fraktion, die ich gerne spielen würde. In diesem Fall sind es die Forge Fathers geworden und habe dann auf Basis dessen mir noch die Forge Father Army Box geholt, plus noch eine weitere Infanteriebox dazu, um diese 1000 Punkte aufbauen zu können. Und damit bin ich hier jetzt fertig, was die Forge Fathers dann anbetrifft. Die werde ich danach aufbauen als meine erste Armee, werde sonst aber jetzt erstmal nichts mehr dazu kaufen, sondern erstmal schauen, wie sich das ganze System Firefight entwickeln wird. Und das wird halt jetzt auch so dann weitergehen bei anderen Spielsystemen. Dass ich sage, okay, wenn ein Spielsystem aufkommt, das in irgendeiner Weise interessant ist, bin ich dazu bereit, Geld auszugeben, mir das Ganze anzuschauen. Aber ich werde dann in weiterer Folge mir jetzt da Gedanken machen, was habe ich zu einem Spielsystem? Okay, zu dem Spielsystem X kommt eine neue coole Einheit raus, die mir gefallen würde. Und dann schaue ich mir aber an, brauche ich sie wirklich oder nicht? Okay, ich habe das Spielsystem bisher noch nie gespielt. Ich habe die Armee nur aufgebaut. Also gibt es keinen Grund in dieser Situation als Beispiel, mir diese neue Einheit zu kaufen. Und so werde ich das Ganze ein bisschen machen. Das gleiche betrifft jetzt auch das Thema neue Editionen. Dass ich sage, okay, jetzt ist eine neue Edition gekommen für irgendein Spielsystem. Ich habe mir diese neue Edition gekauft, habe ohnehin schon Figuren gehabt für das Spielsystem, was auch immer das jetzt ist, kann ja alles Mögliche sein. Und jetzt bin ich auch wieder so weit zusammen, dass ich alles habe, um spielen zu können in der aktuellen Edition. Und dann wird sich das Ganze halt dann über die Zeit wieder zeigen müssen. Komme ich dazu, das Spielsystem zu spielen, kann ich mir überlegen, mehr Geld auszugeben. Sollte dann in ein paar Jahren die nächste Edition erscheinen und ich merke, ja, ich habe ja das Spielsystem in der Zeit gar nicht gespielt, dann wird das auch gedachterweise der Punkt sein, wo ich dann sage, okay, dann brauche ich das Geld nicht ausgeben in eine neue Edition, sondern ich spare mir dann das Geld und das war's. Also auf diese Art und Weise mit diesen beiden Punkten möchte ich dann einerseits meine aktuelle Figurensammlung beziehungsweise Tabletop-Sammlung und dem ganzen Zeug, was ich habe,
verringern, mit Sachen einfach wegbekommen, die ich ohnehin nicht brauche, die für mich spieltechnisch einfach nicht relevant sind, und andererseits auch die Neuinvestitionen in Zukunft etwas zu minimieren und nicht so viel, unter Anführungszeichen, so viel Geld auszugeben, wie das in der Vergangenheit eben der Fall gewesen ist. Ja, also ich bin auf alle Fälle gespannt, wie sich das Ganze hier dann entwickeln wird, denn das ist jetzt ein paar Wochen her, wo ich mir darüber Gedanken gemacht gehabt habe, beziehungsweise dieses Konzept aufgestellt hatte. Und jetzt werde ich halt mal schauen, wie sich das hier dann entwickelt. Und damit habe ich, glaube ich, auch die wichtigeren Punkte zu dem Thema von meiner Seite genannt gehabt, denke ich mir mal. Und damit werde ich jetzt mich auf meinen Urlaub vorbereiten, schon langsam, und das Video jetzt natürlich noch schneiden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, hätte ich gesagt. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss.